Sie gehörte zu den beliebtesten Custom Maps in Counter-Strike 1.6, FY Pool Day. Sie machte immer extrem viel Spaß. Aber gibt es diesen Swimmingpool eigentlich wirklich? Und stimmt es, dass der Map-Designer Pool Day nur erschaffen hat, weil er in seinem örtlichen Schwimmbad ein Badeverbot erhielt, da er in den Pool gemacht hatte? Die Entstehung von FY Pool Day, alle Infos bekommt ihr jetzt. Pool Day wurde von einem Mapper namens Squall erschaffen. Er kommt aus dem US-Bundesstaat Indiana und hat früher als Webdesigner gearbeitet. Schon früh erstellte Squall eigene Counter-Strike-Maps. Natürlich ist FY Pool Day seine bekannteste Map, aber auch DE Walmart wurde früher gerne gespielt. Der Supermarkt hatte nach Angaben von Squall ein echtes Vorbild, einen Walmart in der Stadt Goshen in Indiana. Während der Arbeit an DE Walmart kam der Map-Designer auf die Idee, eine kleinere Map mit einem coolen Setting zu erstellen. Als Inspiration für Pool Day diente ihm dabei FY Iceworld. Die Map war schnell sehr beliebt, da sie actionreich und kurzweilig ist. FY Iceworld war damals eine große Sache und die Leute hatten viel Spaß, sie zu spielen. Ich habe sie ebenfalls gerne gespielt, aber sie sah langweilig aus. Dieses Pool-Umfeld fand ich schon immer eine spaßige Umgebung, als ich aufwuchs. Und deshalb wollte ich eine Map erstellen, die mehr Spaß machte und visuell interessanter war. Squall setzte bei Pool Day ebenfalls auf einen relativ simplen Aufbau der Map, auch wenn sie etwas abwechslungsreicher als Iceworld ist. Die Texturen sind ebenfalls schlicht. Blau und Rot markieren die jeweiligen Seiten der Terroristen und Counterterroristen. Für was übrigens das FY vor Iceworld und Pool Day steht, ist nie richtig geklärt worden. Teilweise steht es für Fight Yard oder Frag Yard. Ursprünglich sollte es aber wohl für Fantasy stehen. Für die Arbeit an FY Pool Day brauchte Squall nach eigenen Angaben nicht wirklich lange. Die erste Version war nach wenigen Stunden fertig. Ein echtes Vorbild für die Map hatte er nicht. Den Swimmingpool gibt es also nicht im richtigen Leben. Nein, ich hatte nur ein paar vereinzelte Erinnerungen daran, wie ich als Kind in einem öffentlichen Schwimmbad war. Das Gerücht, dass Squall die Map erstellen wollte, nachdem er zuvor in seinem örtlichen Schwimmbad in den Pool gemacht hatte, stimmt übrigens nicht. Das wäre aber natürlich auch leicht kurios. Im Fokus von FY Pool Day steht natürlich das Schwimmbecken in der Mitte der Map. Wer schnell ist, der kann sich HEs sichern. Es gibt aber auch eine Buy-Zone direkt auf dem Sprungbrett. Normalerweise hat man allerdings keine Zeit, dorthin zu kommen und Waffen zu kaufen. Auch die Bombe wird eher selten gelegt. Neben dem Pool hat Squall auch die passende Umgebung erschaffen. Toiletten, in denen sich die Spieler verstecken können, Duschen, Waschräume mit Spiegel, Spinde und Pissoirs, die benutzt werden können. FY Pool Day ist eine sehr alte Map. Sie ist bereits im Jahr 2001 erschienen. Und damals war die Community begeistert. Der Erfolg von Pool Day liegt aus meiner Sicht in der Größe und dem Aufbau der Map begründet. Sie ist sehr klein, sehr actionreich, es gibt wenige Camperspots und es dauert nicht lange, bis die Runden vorbei sind. Squall bezeichnete damals seine Map als Fast and Furious. Das trifft definitiv zu. Auch das Schwimmbad-Setting ist perfekt gewählt, es ist eine wirklich spaßige Umgebung. Pool Day machte Spaß, wenn du mindestens 8 Leute auf dem Server hattest. Du nahmst dir eine Autoschrotflinte und dann waren die Runden häufig schnell vorbei. Pool Day wäre übrigens fast eine Nachtmap geworden. Map-Designer Squall konnte sich nämlich anfangs nicht entscheiden, ob er das Szenario bei Tag oder bei Nacht spielen lassen möchte. Deshalb erstellte er eine weitere Map, HE Pool Night, eine Map nur mit Granaten bei Nacht. Es gibt übrigens auch einen Nachfolger von FY Pool Day, ebenfalls von Squall. FY Pool Party sieht relativ ähnlich aus. Doch die Map ist deutlich größer und bietet zusätzliche Gänge. Außerdem gibt es hier einige Easter Eggs. Auf der Toilette zum Beispiel werden etwas unangenehme Geräusche abgespielt. Bei den Getränkeautomaten gibt es kostenfreie Granaten. Und wer bei diesem Spindtier die Benutzen-Taste drückt, der bekommt ein ganzes Waffenarsenal. An den Erfolg von Pool Day konnte die Nachfolgemap allerdings nicht anknüpfen. Ich denke, das lag daran, dass die Map ein wenig zu groß war und es mehr Auswahl an Plätzen gab. Die Runden dauerten auch länger. Squall hat laut Game Banana insgesamt 17 Counter-Strike-Maps veröffentlicht. Immer wieder baute er in seine Maps Easter Eggs ein, um die Spieler zu unterhalten. Aber natürlich ist und bleibt FY Pool Day seine bekannteste Map, die auch heute noch extrem viel Spaß macht. Und das war auch schon das Video über die Entstehungsgeschichte von FY Pool Day.
Wenn ihr euch für weitere Map-Videos interessiert, dann könnt ihr euch gerne die Videos über CS Mansion und CS Italy anschauen.